Pep Grau ist mein Name. Ich arbeite bei BASF schon seit 25 Jahren in verschiedenen Standorte, Länder. Und seit 3 Jahren bin ich hier zuständig für Thamol Cluster in Ludwigshafen. Wenn ich eine neue Einheit übernehme, dann mache ich eine Art Diagnose. Ja, sowas wie ich hier gefunden habe, war, ja, sagen wir eine, wenn du willst, ja, so ex extreme Einheit. Wir haben Tage gehabt, wo wir extrem gut performt haben und vielleicht ein paar Tage später war ein bisschen Katastrophe, ja, also, und dann haben wir gar nichts erreicht. Wir haben angefangen mit etablierten Prozessen. Ja, so Prozesse, die wir haben gewählt, einfach unsere Projektabwicklung oder kleine Projektabwicklung. So, wenn wir was ändern in unseren Produktionsanlagen, so das fordert einfach so bestimmte Abstimmungen mit unserer Planung. Abteilung sind mehrere Leute eingebunden, mehrere Prozesse, die durchzuführen sind. Ja, so von Business Case, anfangen, was wollen wir machen, Sicherheitsstudien und dann die ganze Engineering, Montage, ja, so viele Leute, die eingebunden sind. So haben wir angefangen, ein bisschen in diesem Prozess zu arbeiten. So, wir hatten sehr, sehr viele, so über 200 offene Maßnahmen. So, das ist einfach nicht gesund. Ja, also wenn wir so viel am Laufen haben, dann können wir nicht effektiv arbeiten. Anspruch oder Ziel war immer wirklich unsere Organisation oder unsere Produktionsabläufe nach Kanban zu organisieren. Alles. Ja. Ich denke, wir haben einfach so eine gute Arbeit gemacht. Wir haben jetzt viel weniger Maßnahmen offen. Wir haben uns ein Work-in-Process-Limit einfach gesetzt von 62. Wir liegen unter diese Limit. Auch die Priorisierung. Wir machen jetzt viel weniger. Wir starten nur, was wir zu Ende bringen wollen. Die Tendenzen siehst du schon. Ja, also ich meine, mittlerweile haben wir auch mit anderen Abläufen gestartet, so Initiativen, Optimierungsstudien, so alle diese Themen. Ja, so wir haben unsere Wartungsinstandhaltungskosten reduziert, ungefähr bei 30%. In unserer Produktqualität sind wir bei allen Produktionslinien über 99%, was wirklich gut ist und auch stabil über mehrere Monate. So von daher, ja, die ersten Ergebnisse sehen wir schon. Jetzt arbeiten wir so zwischen Planung, Instandhaltung und Produktion mit 14 Personen weniger, ungefähr 10%. Ja. Also Abgänge, Rentenabgänge, die wir nicht wieder besetzen mussten, ja, so die bessere Organisation und sagen wir Steuerung von den Ressourcen hat uns da auch geholfen, auch wenn das ja, nicht der Ziel war. Unsere ersten Gespräche waren sehr, sehr positiv. Ja, also ich habe euch empfunden, nicht nur als eine Firma oder Leute, du und Marc, ja, die wirklich tiefe und breite Kenntnisse über Kanban und so viele andere Themen habt. Habe euch empfunden auch so als eine Firma, der einen Plan hat, wie das man einführen kann mit euren Bootcamps, mit eurer Simulation, auch sehr menschorientiert. Das war mir wichtig, ja, so, weil wir reden hier nicht nur von Prozessabläufen, wir reden von kulturellem Wandel. Wenn wir von diesen Labels ein bisschen reden in Kanban, ja, ich denke, so in diese Level 2 mehr oder weniger sind wir da, solide. So, wir können alles visualisieren. Wir arbeiten jetzt diese Level 3 ein bisschen zu konsolidieren. Ihr habt geschafft, einfach diese Kompetenzen beizubringen den Leuten, die sie brauchen, um andere Leute in Bewegung zu bringen, motivieren, am Ball zu bleiben, wenn Gegenwind gibt. Ja, das sind diese unsichtbaren Themen. Ja, so ja, ihr könnt sehr stolz sein. Das ist, was alles nachhaltig macht. Ja, so wirklich, dass diese Change-Treiber ja, die richtigen Werkzeuge haben. Das habt ihr geschafft, auch mit sehr verschiedenen Charakteren, die wir hier haben. Ja, also von daher, sehr gute Arbeit geleistet. Dankeschön dafür. Zweites Thema für mich ja, ist, wie schnell ihr euch anpassen könntet, ja, so, und sagen wir unsere Sprache sprechen könntet. Ja, also das hat mich überrascht, ja, so, weil das ist nicht eine Erfahrung, die ich bis jetzt gesammelt habe. Ja. Das hat mir wirklich überrascht, ja, so wie schnell ihr einfach der richtige Weg, so immer, sagen wir,
gefunden habt, was wir in jedem Moment brauchten von euch. Ja, also ich meine, so jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit, jetzt ein bisschen mehr Geduld. Jetzt vielleicht versuchen wir das anders, ja, so diese Anpassungsfähigkeit. Ihr könnt wirklich jeder Team unterstützen, denke ich. Jeder, der das wirklich will. Ich betone das mit dem Wollen. Ja, so, weil dem Wollen ist nicht nur okay, das ist schön, ist cool, ja, so wir haben gehört, das ist erfolgreich. Bedeutet auch sehr viel Aufwand, sehr viel Energie. Auch ist mit Kosten verbunden, logischerweise. Er arbeitet nicht umsonst. So von daher, du musst wirklich überzeugt sein, ich bin bereit, das zu investieren. Nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Aufwand, eine kulturelle Änderung zu implementieren. Aber jeder, der das will, ich denke, ihr habt alles, wirklich alles anzubieten, ja, so, um das zu unterstützen.